Grad, trockene Straßen. Ja, Sternenklar, stimmt auch, sehe ich auch vom Himmel. Ja, das Ganze bei einer Stauumleitung, die mir gar nicht so gefällt. Die kostet mir im Moment richtig Zeit. Aber sie muss sein, da habe ich Verständnis für einen Teilabschnitt von Dortmund Richtung Aalen. Die Straße war so schlecht. Wenn du da mit 50 durchgefahren wärst, dann wäre deine Achse irgendwann mal liegen geblieben. Das hört sich gut an, dass die Achse liegen geblieben. Ja, im Dortmunder Bereich, da in der Näherei von der Kokerei oder ehemaligen Kokerei Hansa in Dortmund-Huckerde. Da ist die Straße wohl von jetzt auf gleich auch mal kurz 2 Meter abgesackt. Witzigerweise bin ich den Tag vorher dann noch mit dem Fahrrad hergefahren, aber ich war ja auf jeden Fall nicht schuld. Meine Fragen, hast du deine gelbe Lampe angehabt? Ja, die haben die Straße immer wieder zusammengeflickt. Ich habe mal eine Aussage von Straßen NRW bekommen, dass man die Straße eigentlich erst nächstes Jahr machen wollte. Aber das ging gar nicht. Da waren so tiefe Löcher drin, selbst mit 30 war das manchmal schon heavy. Das knallte dann, dass man wirklich der Meinung war, jeden Moment reißt mir die Achse da nicht und dann ist passiert. Ja, jetzt hat man den ganzen Talabschnitt komplett gesperrt. Man fräst die Straße ab, es wird neu gemacht. Und ich hoffe, dass das Ganze ohne Zeitdruck passiert, sodass das dann auch vernünftig gemacht werden kann. Denn wir wissen ja alles, was schnell passiert, das hält dann auch nicht lange. Ja, es ist das Blöde da dran, ne? Da wird dann rumgeflickt und oder selbst wenn es komplett neu gemacht wird, in Anführungszeichen nur auf dem billigen Wege, dann hält es einfach nicht so lange. Das ist ja unser Funkfreund Thorsten, der sich sicher gleich auch noch reinmeldet, auch mal bemängelt. Ne? Da wird nicht auf langfristig geplant, sondern eben auch schnell mal fertig machen. Ob das fällt erstmal ein paar Jahre und dass man in 5 Jahren dann wieder von vorne anfängt, ist dann erstmal noch nicht im Fokus. Ja, ist halt alles durch den Preis getrieben. Ne? Mittlerweile werden ja, wenn ich da richtig informiert bin, diese größeren Baustellen auf den bundesdeutschen Autobahnen, wo wir ja tagtäglich unterwegs sind, auch in Anführungszeichen weltweit ausgeschrieben und der günstigste gewinnt, ne? Genauso wird's gemacht. Naja, ich hoffe mal, dass das jetzt erstmal die nächsten Jahre vernünftig sein wird und wieder ganz normal fahren kann. Ja, heute Morgen war die Ampelanlage auf meiner Zufahrt zur Autobahn auch schon kaputt. Und man hätte fast behaupten müssen, ohne Ampelanlage lief besser als mit. Aber das wird sich gleich radikal ändern, so gegen 7, 8 Uhr. Wenn die ganzen Busse und die Schüler da unterwegs sind und der Berufsverkehr noch weiter zugenommen hat, dann wird da alles lustig zusammenbrechen. Aber ich bin Gott sei Dank schon durch. Vor allen Dingen kann man dann noch ergänzen, passiert ja dann bei solchen Geschichten dann auch gleich immer noch ein Unfall, weil die Leute eben das in Anführungszeichen gar nicht gewohnt sind, dass sie jetzt ohne Ampelanlage dann mal mit rechts vor links und Vorfahrzeichen fahren müssen und dann ist ganz vorbei, wenn es geknallt hat. Das sind dann die Schlussfolgerungen. Ja, ich bin schon recht weit heute Morgen, trotz dieser Umleitung. Und trotz ein LKW, der nur mit 70 vor mir herfuhr, ist die Höhe so, ja, dann habe ich nicht mehr ganz so weit. Und wenn alles gut läuft, ist das erstmal mein letzter Arbeitstag und darf dann jetzt erstmal weiter morgens auch ausschlafen. Da freut sich der Junior schon ganz besonders drüber, dass er da nicht so früh aufsteht. Wie heute Morgen, der wollte schon gar nicht aus dem Bett. Ich eigentlich auch nicht, ich wäre auch lieber liegen geblieben. Aber ich gedacht habe, naja, den einen Tag, den kriegen wir noch rum. Und vor allen Dingen, ich habe einen kurzen Dienst, bin heute Abend dann hier auch wieder zu Hause.
Ja, irgendwie war doch was noch mit Schulferien. Da bricht doch morgen wieder das Chaos aus auf der Straße, wenn ich da so recht informiert bin. Das wird wieder lustig. Guten Morgen, DL4WD Mobil. Guten Morgen, lieber Thorsten. Ja, Schulferien, genau. Morgen letzter Tag. Und ich habe auch gebucht gestern. Ich werde dann in anderthalb Wochen werden wir dann auch den Wohnwagen anhängen und noch ein paar Tage an die frische Luft fahren. Mikrofon zum Thorsten. Ja, guten Morgen, ihr zwei. Der eine Rauschende, der andere noch Fahrende im Einzugsbereich. Seid mir gegrüßt. Ja, Christian, für dich schön, wenn der Urlaub dann morgen schon anfängt. Wir fahren Samstag ins Chaos. Ne, wir fahren gar nicht ins Chaos. Wir fahren ja eben erst Samstag und nicht, aber da wird es bestimmt trotzdem relativ voll. Fahren zur Schwägerin in Wilden Osten und ja, bin mal gespannt, wie wir durchkommen, aber wir nehmen uns Zeit und sollte nicht so dramatisch werden, ne? Ja, ansonsten hoffe ich, dass das schöne Wetter noch ein bisschen anhält, aber wahrscheinlich ist es dann pünktlich zum Wochenende auch alle. Ich habe gar nicht so genau geguckt jetzt und werden wir mal sehen, dass die Kinder von Ferien wenigstens ein bisschen was haben, ne? So sieht's aus. Ansonsten habe ich gestern mal eine Bestellmail für die Antenne losgeschickt. Bin mal gespannt, wie es jetzt sich weiterentwickelt. Aber ich sehe nicht, dass ich die dieses Jahr noch aufgebaut kriege. Da muss ich leider sagen, das befürchte ich, dass das nicht klappen wird. Ja, morgen auch erstmal Thorsten von meiner Seite. Deswegen bin ich heute übrigens etwas später losgefahren, weil ich mal ja nochmal genau von dir berichten lassen wollte, was du jetzt vorhattest mit deiner Antennenanlage. Ich war nämlich nicht mehr so ganz im Bilde. Im Übrigen merkt man daran, dass Ferien werden, habe ich heute Morgen an der Tankstelle gesehen, 1,47,9 für Diesel. Was? Ja, na, ich hau meinen morgen nochmal voll und dann komme ich da bis zum Ziel und da vor Ort gibt es bestimmt auch eine Tankstelle, wo ich so günstig tanken kann wie immer, dann passt das schon. Aber das ist ja, boah, ja, was ich damit vorhab, wollen wir erstmal gucken, wie lange der Christian noch hört, dann kann ich das gleich noch erzählen. Junge. Da kommt schon nichts mehr. Christian, falls du gerade runterfällst vom Relais, wünsche ich dir einen sehr angenehmen Tagesverlauf. Hier ist übrigens der Diesel 1,28, das ist zwar immer noch teuer, aber... Ach, und eine weiter ist er 1,38, das ist ja Hammer. Also hier sind, wir sind hier in Ärgste, da sind zwei Tankstellen, die sind, weiß ich nicht, 200 Meter auseinander oder 310 Cent Unterschied pro Liter. Das finde ich ja schon gewaltig, ne? Komm jetzt langsam gleich. Ja, Markus, dann kann ich dir ja, wenn du willst, von der Antenne erzählen. Ja, wir hatten gestern schon drüber gerätselt, aber ich war die Woche immer so früh unterwegs. Im Übrigen ist hier auf der Gegenseite am Westhofener Kreuz auf der A45 von der Verkehr fast zusammengebrochen. Ich habe nämlich hier wieder eine neue Baustelle aufgerissen. Da standen zwei blinkende Straßen-NRW-Fahrzeuge. Deswegen wollte ich mir nochmal, ich habe das nämlich ehrlich gesagt vergessen. Ich weiß, dass deine Antenne vom Sturm runtergefallen ist und dass du das jetzt alles etwas kleiner machen wolltest. Aber ich weiß nicht mehr so genau wie. Da haben wir gestern schon drüber gerätselt, aber dann war ich ja schon wieder aus dem Empfangsbereich raus. Ja, der aktuelle Plan und das sieht danach aus, dass das dann auch jetzt endgültig zur Ausführung kommt. Das war ja ein Hin und Her. Ich war mir ja selbst unsicher und hatte dann beschlossen, dass ich diesen Mast auf dem Balkon und einen Beam überm Haus nicht mehr wollte. Unter anderem auch, weil man das nicht so gut runterlassen und sturmfest machen kann und die Stürme werden ja immer unangenehmer in den kommenden Jahren. Das war der eine Punkt, der mich dazu bewegt hat. Der zweite Punkt war, wir bewegen uns massiv auf Sonnenfleckenminimum zu. Das letzte Maximum war ja auch schon nichts. Und da sind die langwelligeren Bänder dann doch interessanter. Das heißt, so ein kreisender Beam ist ja den größten Teil seiner Zeit auch nur mäßig nutzbar, jedenfalls aus meiner Sicht, da ich jetzt nicht so der
Contest DXer bin, der dann da auf 15 und 20 noch was rausholt. Für mich ist das jedenfalls nichts. So habe ich beschlossen, dass es eine Vertikalantenne gibt, die dann allerdings erstmal nur 3 Bänder kann. 40, 80, 160. Aber das ist für so ein Fleck-Minimum ja genau richtig. Und ich sag mal so, ich betreibe das Hobby ja schon etliche Jahre und habe ganz viel schon im Log stehen, sodass man also jetzt sich mit 40, 80, 160 sicherlich auch gut beschäftigen kann. Und was mir wirklich übel fehlen wird, ist 30 Meter und da muss ich dann halt mal überlegen, wenn dann alles fertig ist, wie ich das da auch noch rangedengelt kriege. Da wird es sicherlich Möglichkeiten geben irgendwie. Ich wollte gerade sagen, da musst du mal die Heckschere bemühen und die 40 auf 30 runterschneiden, HI, dann passt das. Aber 160 Meter vertikal, wie sieht die denn aus? Ein relativ langes, senkrechtes Rohr und unten relativ viele Radials. Und ein entsprechendes Anpassgerät natürlich. Ja, das ist natürlich trotzdem keine Full-Size-Antenne, aber die ist doch schon relativ lang, ja. So, die hattest du jetzt bestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem fernen Wilden Westen oder so, keine Ahnung, und wolltest dann selbst aufbauen oder was? Ganz genau. Die habe ich jetzt bestellt, das ist eine freistehende Version, ne? Also die kommt mit einem Fuß, der eine Winde hat, sodass du die umkurbeln kannst, also mit einer Kurbel umlegen kannst. Und das, solange sie senkrecht ist, ist sie freistehend. Das heißt, die wird also die meiste Zeit einfach so in den Himmel gucken. Und wenn Gewitter und Sturm angesagt ist, dann werde ich mich in meinen Garten begeben und werde sie einfach umkurbeln. Und dann liegt sie flach, 1 Meter über dem Boden oder sowas, auf so Pöllern, stelle ich mir vor, hab dann alles so weit geguckt, das passt auch. Und dann ist sie eben wie so ein Geländer, liegt sie dann da so vor sich hin und ist dadurch natürlich den Stürmen nicht so ausgesetzt. Ach so, dann brauchst du natürlich auch den Platz dafür, um die umzulegen im Garten. Okay, also ja, du hast ja noch nicht gesagt, wie lang das Ding wird, aber wenn du sagst, du musst da kurbeln und Gittermast und Geländer, das scheint was Massives zu sein. Schreit auf jeden Fall nach einem größeren Fundament. Geht, weil die ja nichts wiegt. Das ist ja nur ein Rohr, nichts Gittermast, ne? Das ist nur ein Rohr. Ich sag mal, wie so ein Fahnenmast, ne? Halt recht lang. Also muss man schon ein bisschen Grundstückslänge haben, habe ich aber. Definieren Sie nochmal wie lang? Also 20 Meter. Und das steht ohne Abspannung? Jo, das ist extra die sogenannte HD-Ausführung, die tatsächlich abspannungsfrei steht und auch irgendwie bis 130 km/h oder sowas sturmfest sein soll. Aber wie gesagt, das werde ich in diesem Leben nicht mehr ausprobieren. Da werde ich bei jeglicher Vorwarnung, die es gibt, und die gibt es ja heutzutage, also gut, wenn natürlich was ganz Überraschendes kommt, irgendein Gewittersturmböen im Sommer, aber die wird sie wohl überstehen, denn da ist die Konstruktion ja für ausgelegt, ne? Und ansonsten, ja, das ist einfach so ein Strich in der Landschaft, ne? Das ist eigentlich so. Mehr ist das nicht. Ja, aber auch ein 20 Meter Strich in der Landschaft macht auch einen Hebel auf dem Fundament. Also ein bisschen wirst du da was spendieren müssen. Naja, dann sind wir ja mal gespannt, wie die ganze Sache dann so läuft. Und da ist keinerlei für irgendwas Bandverlängerungsspule drin oder Treps oder wie das heißt, doch müsste doch eigentlich sein. Nee, in der Antenne selbst nicht. Aber brauchst du ja nicht. Also für 80 ist ja Lambda Viertel, da brauchst du schon mal nichts. Also ein bisschen Anpassung natürlich, klar, ne? Dass du die über die Frequenz anpasst. Für 160 ist natürlich in dem Anpassgerät eine entsprechende Spule drin, logisch, geht ja nicht anders. Und für 40 musst du die ja quasi als Lambda halbe betreiben, da ist sie einfach hochohmig, da musst du entsprechende also in diesem Anpassgerät sind eben diese 3 Anpassungen drin, ne? Einmal eine niederohmige Anpassung, umschaltbar
für eine Hochohmie für 40 und dann mit Verlängerung für 160, deswegen auch nur 3 Bänder, deswegen wird das auch recht gut funktionieren, denke ich, weil das recht kompromisslos ist, außer auf 160. Und das ist richtig auf Leistung ausgelegt, obwohl ich die da niemals reinblasen werde. Das ist mit Vakuumrelais und also da ist schon was richtig Massives, ne? Da kannst du theoretisch eine dicke Bertha dranhängen, auch wenn ich das nie tun werde. Ach so, das hattest du noch nicht gesagt, dass das mit Umschaltrelais ist. Und die sind über Steuerleitung oder zusammen dann irgendwie über Koax geschaltet? Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich gar nicht, aber es ist auch egal, weil ob ich jetzt ein Kabel oder 2 Kabel da lang lege, das ist eigentlich wurscht. Ich muss dann einen kleinen Kabelgraben machen und mit dem entsprechenden Schutzrohr da die nötigen Kabel verlegen. Strom hole ich mir aus der Garage, das ist kein Problem, dass die Spannungsversorgung für die Kiste da gewährleistet ist, ne? Also da muss ich einfach, da lasse ich mich überraschen, aber das ist auch wurscht, wie das ist, weil das wird in jedem Fall funktionieren, ne? Da hatte ich übrigens auch schon mal drüber nachgedacht, weil das ist ja das oftmals, was dem Funkamateur fehlt oder mir schon mal gefehlt hat. Man hat irgendwann mal angefangen, ein paar Antennenkabel zu ziehen und hat sich irgendwann vergrößert und ja, entweder hatte man zu wenig Antennenkabel oder man hatte zu wenig Steuerleitung, jedenfalls hatte man nichts und das einfach zu erweitern, das wäre auch mal eine Idee gewesen, dass man sozusagen am Anfang und am Ende der Antennenleitung jeweils so eine Schaltbox mit mehreren Ausgängen hat, die man quasi über Koaxkabel dann steuern kann. Also gibt es ja solche Technologien, wo dann quasi Daten zusätzlich mit übers Koaxkabel übertragen werden. Aber das in Anführungszeichen so amateurfunktechnisch preisgünstig. Im besten Fall sogar noch so gemacht, dass man da einen Rotor drüber steuern kann, wo man sozusagen auch noch eine analoge Spannung wieder zurückmelden kann zu seinen Messanzeigeinstrumenten. Das wäre doch so eine Kiste, die dem Amateurfunkkreis sicher gut gebrauchen könnte. Vielleicht gibt es auch schon sowas, keine Ahnung, aber dann wahrscheinlich für teures Geld. Sowas nicht ganz billig sein kann, besonders wenn man es so quasi analog aufbaut. Das würde ich ja, also du musst natürlich deine HF über ein Koaxkabel übertragen, aber wahrscheinlich würde ich denken, dass man das heutzutage eher mit einem kleinen Rechner lösen würde und sozusagen die ganzen Umschaltvorgänge drahtlos oder über eine Cut-Leitung oder sowas ausführen würde. Also ich denke, dass du da schneller bei kommen würdest, ne? Also HF, klar, muss Koaxkabel haben, ist logisch, aber für alles andere, Strom vor Ort, ist klar. Und die ganzen Steuerbefehle und wenn du sonst noch so übertragen willst, Bilder, Signale, ich glaube, das würde man heute wahrscheinlich eher über so eine WLAN-Anbindung machen und da rechts und links eine Kiste machen. Und da wärst du doch prädestiniert für sowas zu basteln. Ja, das würde man heute auf jeden Fall so machen. Ich hatte ja gesagt, da habe ich schon mal früher drüber nachgedacht, aber so ganz kleinen Haken hat die Gesichter natürlich trotzdem. Klar, man kann das über WLAN machen und ESP und Raspberry Pi und was ich wie das alles heißt, alles schön Apfel und Ei zu kriegen. So irgendwie brauchst du einfach auch noch ein bisschen Strom oben, ne? Und dann musst du ja mindestens, wenn du dann wirklich gar keine andere Möglichkeit hast, als das 1 oder 2 vorhandene Koaxkabel, eben die DC-Spannung auch noch übers Koaxkabel übertragen. Und ja, wenn du dann sowieso schon am Ein- und Auskoppeln bist, durch irgendeine DC-Pass, dann kannst du auch gleich noch Daten drauflegen. Aber du hast recht, wahrscheinlich ist tatsächlich WLAN heute günstiger mit so ein paar billigen ESP-Chips und dann das darüber zu machen, ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich sowas in Anführungszeichen trotzdem noch nicht gesehen. So, sag mal, so halb professionelles sozusagen, von einem Amateurfunkverband, Club gemacht, aber eben für Mitglieder. Kann ich mal bei uns im UV vielleicht anregen, das wäre es noch. Es scheint mir ja zumindest noch einfacher und schneller als irgendwie noch ein paar Leitungen nachzulegen, ne? Zumindest Steuerleitungen. Selbst bei Koax könnte man sich überlegen, obwohl das meistens eine teure Geschichte ist, habe ich jetzt leider auch schon erfahren. Es gibt ja diese Antennenumschalter fernbedienbar, einmal rein, 4-mal raus oder sowas. Dass man quasi dann auch mehr HF-Kanäle an die Antennen verteilen kann, zwar nicht gleichzeitig.
Obwohl, hatte ich nicht sogar schon was gesehen, wo Kurzwelle und UKW gleichzeitig läuft, weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber wie gesagt, diese Steuerleitungsgeschichte könnte man quasi so einfach ergänzen. Ja, es ist ja bald wieder dunkel, übrigens ist es immer noch dunkel hier bei mir. War mittlerweile doch schon 17 Grad, immer ganz schön warm geworden hier oben. Und da kann man wieder was basteln quasi. Ja, aber wie du schon sagst, so einen Satz Spannung kannst du sicherlich über das Koaxkabel mit hochschicken und dann musst du eben mit der dort vorhandenen leben und daraus dann alles machen. Das wäre ja machbar. Ansonsten ist es trotzdem immer noch günstiger, neben dem Koaxkabel, ich sage jetzt mal eine Stromleitung oder wie bei mir, am anderen Ende ist ja Strom, den kann ich mir ja nehmen. Also Strom wäre dort vorhanden und selbst im Haus, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache da was im Haus, du hast auch auf dem Dachboden irgendwo eine Steckdose, jedenfalls kommst du da immer relativ kurz mit einer Stromzuführung hin und musst das Ganze nur steuern. Und wie gesagt, also ich habe davon keine Ahnung, das zu entwickeln und zu bauen, ganz sicher nicht. Fände ich aber mal ein hochinteressantes Projekt, ja, auf Raspberry-Basis oder sowas, dass man da eben entsprechend so einen Rechner da oben hin drapiert, der das alles regelt und den über WLAN oder vielleicht mit einer Smartphone-App oder keine Ahnung steuert und regelt und das alles umschaltet. Und stell dir mal vor, du hättest das so, ja, dann ist es ja ganz, ganz nah dran, abgesetzten Betrieb auch zu machen, ne? Dass du da deinen Transceiver nämlich auch direkt nach oben stellst und den genauso steuerst über den Rechner, dann hast du gar keine Leitung mehr, ne? Also außer von der Box, wo der ganze Mist drin ist, zum Antennenmast, ne? Und könntest dich dann zum Beispiel mit einem Tablet als Bedieneinheit ins Wohnzimmer setzen und wärst völlig unabhängig von einem Funkcheck, ne? Ja, bei diversen großen Geräten geht das ja schon. Das läuft dann alles irgendwie über Ethernet oder was weiß ich für ein Netzwerk. Da gibt es so von JAESO nicht gar so ein Interface sozusagen, was man zwischen sich und der Anlage setzt. Ist nur noch ein bisschen Internet dazwischen und dann passt das. Ja, das ist eigentlich für mich das fast schon kein Amateurfunkdienst mehr. Aber ich hatte eigentlich so im ersten Andacht an die Anführungszeichen Antennen- oder kabelgeschädigten OMs gedacht, die halt nicht unbedingt im Besitz eines Eigenheimes sind, sondern froh sind, dass sie in ihrer vermieteten Immobilie vielleicht mal ein Antennenkabel irgendwie über den Balkon gebracht haben und die ist dann eben, was schalten die, das geht hier ein bisschen langsam, ich muss schon mal den 4. Gang runter hier, die eben dann vielleicht über dem Wege noch irgendwie, einen Vorverstärker schalten könnten oder noch eine zweite Antenne setzen. Oder das nächste Bündelkabel da irgendwie über den Balkon zu wuppen oder durch die Fensterbank zu kloppen oder sonst sowas. Wie gesagt, nicht alle sind im Besitz eines größeren, längeren Grundstückes, so wie du, Thorsten. Ja, das habe ich auch als durchaus glücklichen Umstand gerade so erlebt. Also ich hätte noch die Möglichkeit, die Antenne aus dem Grundstück rauszukippen und über Garagendächer. Neben meinem, aber da müsste ich wieder mit jedem Garagenbesitzer erst in Verhandlung treten. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht und ich werde meinen Zollstock dran halten und kann die auch einfach mal befragen, ob die da ein großes Problem mit hätten. Und wenn die das alle nicht haben, dann könnte man das Ding auch so rum aufbauen, ne? Das wäre dann 90 Grad gedreht an derselben Stelle, aber das muss ich erst noch gucken. Ja, und wo du da über nachdenkst, mit den Kabelgeschädigten, eben, die sind ja teilweise komplett kabelgeschädigt. Jetzt stell dir mal vor, du wohnst in einem Hochhaus unten und hast trotzdem Zugang zum Dach und kriegst noch genehmigt, da oben was hinzustellen, aber kein Kabel ziehen können, selbst Koax nicht. Dann ist eine Box mit einem Funkgerät da drin und das abgesetzte Bedienteil zu Hause ohne Kabel dazwischen. Mit Sicherheit eine tolle Option, also es lohnt sich darüber nachzudenken. Aber wie gesagt, dieses Funkgerät-Bedienteil, das gibt es ja schon fertig, das ist nicht ganz billig, aber es funktioniert gut, der Jochen hat sowas. Aber, mein lieber Martin, ich stehe vorm Schreibtisch und muss mal mich an denselben begeben und ein bisschen fleißig sein. Ich wünsche dir einen sehr angenehmen Tagesverlauf und ich hoffe, wir hören uns morgen früh nochmal, dass du nicht so zeitig losfährst, dann können wir
über dieses Thema gerne nochmal weiter sinnieren, weil das hört sich sehr, sehr interessant an. Das würde ich sogar bei mir für interessant befinden. Und wie gesagt, gibt auch ganz viele, die gar keinen Standort haben und wo man vielleicht ein zentrales Gerät an eine zentrale gute Stelle stellt und mehrere drauf zugreifen. Ne? Das wäre ja auch noch eine Überlegung in der Richtung. Also da kannst du viel Gehirnschmalz reinpfeffern. Bis dahin erstmal 73, DL4WD mobil. So, alles klar, Thorsten. Guten Wirkungsgrad 73, man hört sich morgen. DL6 mit Z mobil. Bye, bye. Hallo Westeuropa, HS0ZAO, zu dir nach Oslo. Und ich denke, Dortmund-Wellinghofen hat die Endstufe auch schon warm laufen lassen. Jörg, wie geht's? Ja, ich war am Gucken, deswegen habe ich noch keine Insulinkraft gehabt, aber ich war schon wach. Allzeit, Werner. Ja, 10 Grad hier, schönes Wetter soll werden. Absolut prima. 18 Grad. Schönen guten Morgen in die Runde, DK1CD. Ist auch schon wach und hat die Endstufe angeblasen. Ja, unbedingt. Schönen guten Morgen, Dieter und Jörg. Jetzt sind wir ja hier zusammen. 12:12 Uhr hier bei mir, also 7:12 Uhr da, Dortmunder Küchenzeit. Ja, Jörg, prima. Und ja, ich war schon auf 80 Meter, auf 20 ebenfalls. 20 habe ich gar nicht viel gehört. Nur 2, 3 ganz leise Stationen, da kommerzielle. Auf 80 Meter hat sich niemand gemeldet auf der 3703 und auf 3680. Auch dazwischen habe ich nichts gehört, also absolut ruhig. Ich weiß gar nicht, ob wirklich die Bedingungen so grottenschlecht sind. Jedenfalls hatte ich mehrfach da gerufen, während die Österreicher sonst noch die anderen OMs auf der 3703 angetroffen. Vielleicht war ich auch zu spät, man weiß das ja nie. So, zu dir nach Wellinghofen, danke nochmal für die Fotos. Gigantisch die Dimensionen da gegenüber den Autos auf der Autobahn. Das Foto ist also wirklich mehr als beeindruckend. Danke dafür, Dieter. Werde ich mich mal also hier festklemmen. HS0Z. Schönen guten Morgen, DF1 TV. Morgen auch Markus. Markus, ich mach gleich Wechsel. Ich glaube, du kannst mich hier nicht so gut hören, oder? Wenn das Funkgerät, naja. Ich glaube, jetzt geht's besser. Ja, okay, Werner. Also da konnte man wirklich die Dimension erkennen. Selbst mir ist das aufgefallen, denn ich habe es ja live gesehen, als es vor der Werft lag. Da kommt das gar nicht so zum Ausdruck. Aber da an dieser Überführung, wo es in Leer dieser Tunnel geht, unter der Emser, da kann man die Dimension gut erkennen. Und übrigens, das ist die Ausfahrt, genau die wir nutzen. Direkt hinter diesem Tunnel fahren wir raus, wenn wir in Leer unseren Urlaub machen. Deswegen kenne ich die Örtlichkeiten da sehr, sehr gut. Und immer wenn ich diesen Tunnel runterfahre, da sage ich, über uns jetzt die Ems, das wäre mal schön, wenn wir ein Foto erwischen würden, wenn gerade so ein großes Schiff da drüber führt. Aber das ist sehr selten. Die Autobahn wird ja nicht gesperrt, das ist gerade ein Glücksfall, wenn er zu dem Zeitpunkt dann da vorbeikommt. Gut, dann gebe ich das Mikrofon zu Markus. Markus, bitteschön, DF1 TV, DK1 CD und die Runde. Ruhe, schönen guten Morgen aus Dortmund, der Perle Westfalens nach Südostasien. Temperatur 9 Grad, alles trocken. Ja, und auch sonst so keine besonderen Vorkommnisse. Ich habe ja gestern Abend um 20 Uhr Ortszeit meinen Rundspruch gemacht. Das heißt, da war es schon dunkel. Und da sind die Bedingungen innerhalb von Deutschland konstant gewesen. Da habe ich so
und 5,9 plus 20 bis 5,9 Rapporte gekriegt im Bestätigungsverkehr. Das war also alles okay. Gut. Und 25 Grad steht in der Zeitung, soll es als Höchsttemperatur werden. Mein lieber Jörg, das Mikrofon zu dir. Lieber Alpha 8, Whisky Tango Alpha, DF1 TV. Delta Mike 0 Zulu Alpha, Echo Link Dortmund. Sollen heute auch wieder 80 Grad werden. Tolle Sonnenschein. Gestern habe ich mein Mini Powerbank bekommen. Das ist so ein flacher Kasten. Die nimmt man mit, wenn man sein Handy aufladen will. Und der hat 20.000 Milliampere. Also der hält eine Weile. Mit 3 USB-Anschlüsse und Mini-USB und Taschenlampe drin. Also ein schönes Teil. Das haben die Jungs mir zum Geburtstag im September geschenkt. Ist jetzt endlich angekommen. Ja. Jetzt haben sie drei Leute am Flughafen verhaftet. 2 Deutsche und ein Litauer. Die haben jede Menge so Drogen, so Tabletten dabei gehabt und 50 Kilo Hacke. Die haben sie genommen. Die Maschine kam von Frankfurt, glaube ich. Und die haben sie verhaftet und gleich in der Stadt noch zwei Norweger verhaftet, die Abnehmer waren. Also haben sie einen schönen Fang gemacht gestern. Die kriegen 2 Jahre Knast. Ja. Und die Prozentpolizei, die habe ich gestern Abend schon vom Radio gesehen. Mike schon wieder. Ja gut, das kann schon mal vorkommen, dass man so eine Doppelung hat. Du, ich hörte gerade wieder, sind wieder so leichte Störungen hier drauf. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, ich komme darüber. Jörg, ich habe gestern mal diese Flasche Lebertran, die du als Zusatzstoff beigefügt hattest, wo du mal probiert hast, diese kleinere Flasche, da haben wir einen Löffel von genommen. Du, die habe ich mit Widerwillen, habe ich diesen Löffel getrunken. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja das Naturprodukt, da lässt sich ja richtig nach. Aber dieses Veredelte mit was, mit Zitrone, was da drin ist, das schmeckt ja ekelhaft. Da gebe ich dir 100%ig recht. Wie weit bist denn du weg? Dort aus Wellinghofen, also noch auf Stadtgebiet. Kannst du mal eben auf die Echo-Dings-Frequenz kommen? Da hat jemand seinen Träger stehen gelassen, der wahrscheinlich Auto fährt. Würde mal gerne wissen, wie laut du den hörst. Dann könnte man mal ungefähr die Gegend so ein bisschen eingrenzen. Ja, ich drehe mal eben.
hier auf einem S-Meter so 2 bis 3 Balken. Das ist schon sehr, sehr zerknuspert. Das ist natürlich jetzt, ich würde so sagen, nicht unbedingt aussagekräftig, weil ich ja auch nur als Mobilist unterwegs bin. Ja gut, aber okay. Bei mir ist er total laut. Dann ist das vielleicht eher hier in der Gegend. Naja, was auch immer, irgendwann wird auch der wieder ankommen. Und vielleicht wird das ja mal merken. Das war gestern schon mal so. Das klingt echt so, als hätte der irgendwie versehentlich die PTT eingeklemmt. So zwischen Autositz und weiß ich nicht. Ja, das scheint hier aber auch öfter zu sein. Also erstaunlich. Normal braucht man ja zum Öffnen hier diesen 67 Hertz Ton. Und das geht öfters mal am Tag auf. Durch alles Mögliche, was auch immer. Manchmal irgendwie recht nervig, aber man kann ja abschalten, wenn es zu viel wird. Ja, das stimmt. Na gut, oder ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ich mache ja in der Westfalenhalle den Stand der AGCW. Die Papiere habe ich schon zugeschickt gekriegt. Tisch 10 und 11 haben wir diesmal. Da wir das jetzt ja schon das 3. Mal machen, wissen wir auch, was wir so an Klamotten mitbringen. Also keine große Vorbereitung mehr. Du machst das, du machst das, du machst das. Das steht dann schnell. Und ja, dann kann man das Ereignis auch so gelassen auf sich zukommen lassen. Ja, ich hoffe mal, dass ich das dieses Jahr etwas gelassener sehen kann. Wir haben jetzt im 3., 4. oder ich glaube sogar im 5. Jahr auch wieder einen Tisch. Diesmal sogar, wir haben ja Anfang des Jahres unsere Räumlichkeiten aufgeben müssen, weil die FH da an der Max-Oppels-Straße oder am Max-Oppels-Platz dieses Gebäude saniert und sind ja seit Mai diesen Jahres in Wellinghofen da untergekommen und haben da mit dem DFA und dem O45 zusammen die Räumlichkeiten und jetzt haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal so einen Gemeinschaftstisch. Mal schauen, ob das alles passt. Ich freue mich drauf. Habe auch das eine oder andere, was ich da draufstellen möchte und dann lasse ich mich mal überraschen, was da so geht. Ja, und AGCW, ich komme im Moment nicht auf das Rufzeichen, aber den Manfred wirst du mit Sicherheit kennen, oben aus dem hohen Norden. Irgendwas mit Y im Rufzeichen. Der ist da auch schwer aktiv, was da so die CW und Contesterei betrifft. Ich habe gerade Telefon, ich melde mich gleich wieder. Vielleicht kommt er gleich nochmal rein. Ja, unbedingt, Dieter. Auch Klaus Dieter hier einen schönen guten Morgen. Ja, bind das doch mit zusammen mit den Einschiebungen der Rauschanteile da und der Belastung da der Nordwest-Server. Das ging ja so oft da über 2, 3 Wochen hinweg. Dann verdoppelt sich dann vielleicht der Betrag. Also, ganz genau. Also, ich denke, dann wird auch erstmal etwas mehr Sensibilität auftauchen und auftreten. So, Jörg, bist du noch da? HS0ZO. Ja, ich bin noch da, bin zwischenzeitlich rausgeflogen. Hab mit Markus auf Tango Tango zugehört, mit Roland. Ja. Okay, auch Klaus Peter, schönen guten Morgen. So, weit zum Wieder. Ja, Jörg, ich weiß nicht, ob das dann rübergekommen ist noch. Ich hatte gesagt, ich habe gestern mal von dem Lebertran, den du da für dich mal vorgesehen hattest, den aber sofort abgewiesen hast und mir als Zusatz dazugelegt hast. Da habe ich gestern mal einen Löffel probiert,
mit Widerwillen habe ich den runtergeschluckt. Also da gebe ich dir recht, das Zeug würde ich überhaupt nicht nehmen. Da ist ja der neutrale Lebertran, der so praktisch naturbelassen ist. Das ist ja ein Schmaus dagegen. Da kann ich kann ich nicht sagen, ein Leckerbissen, aber das ist für mich ganz normal. Aber dieses Zeug, was du da gekauft hast, du, da hat sich bei mir alles zusammengezogen. Ja, und ich hatte ja gedacht, weil das Bodengeschmack drauf war, dass der ein bisschen besser schmeckt. Aber im Gegenteil. Dann kipp ihn weg. Kipp mir ins Klo oder sonst wo hin. Oder fühl deine Bremsen an deinen kleinen Mercedes mit. Irgendwas kannst du machen. Brustschutz auf deine Antennen oben am Dach und irgendwas. Ja, meine Bremsen haben jetzt neulich schon schöne Kupferpaste bekommen. Da packe ich kein Lebertran dran. Aber du, den werde ich nicht nehmen. Also das, ich habe mir richtig geschüttelt davor. Das ist ja ganz ekelhaft. Ja, ich will mir den auch nicht einverleiben, Dieter. Ich weiß gar nicht, wie der schmeckt. Hab den in meinem Leben auch noch nicht gekostet. Vielleicht sollte ich das unbedingt mal machen und um das fiese Gefühl für alle Zeiten dann beizubehalten. Jetzt noch mal noch in den Funkgeräteshop hier lokal, ja. Hat also auch da die 2 Meter Geräte und habe ich also noch eine 5/8 Lambda aufsteckbar mit BNC mir zugelegt. 3,52 Euro da, 5/8 Lambda für 2 Meter. Also schon eine gigantische Länge da für so ein kleines Funkgerät. Mach dann nachher mal ein Foto dazu, aber es funktioniert natürlich bestens. Geht auch ganz prima hier über die Hügel hinweg, weil die Antenne natürlich da einen deutlich besseren Wirkungsgrad hat als diese kleinen Gummiwendelantennen. Gummiwürste heißen die da, glaube ich, bei euch. Und da treten doch sehr hohe Rauschanteile häufig auf, nicht? Aber die 5/8 Lambda ist natürlich da perfekt. Ja, du hattest mir das ja geschrieben und das war natürlich ein Preis, der war wirklich zum Verlocken gut. Ja, Werner, nur mal eben kurz auf den Lebertran zurückzukommen. Diese normalen Tran, also Natur belassen, wie er gewonnen wird, den nehme ich ja schon seit Jahren und da versorgt mich der Jörg mit. Aber der hatte sich was gekauft, was so einen Zusatz hatte, irgendwo, weiß ich nicht, Zitrone, was da drin war, das war ekelhaft. Also Naturprodukt Lebertran, jeden Tag 2 große Esslöffel, schon seit Jahren. Ja, Überzeugung. Ich habe es in Norwegen gelernt und habe dann für mich geschworen, das könnte für dich auch gut zutreffen. Und seit der Zeit versorgt mich der Jörg dann immer mit dem Lebertran aus Norwegen. Der Jörg kann da sicherlich was zu sagen. Delta Mike 0 Zulu Alpha, Echo Link Dortmund. Woraus Lebertran hergestellt wird, Dieter nichts erzählt. Nein, weißt du nicht, woraus Lebertran gewonnen wird? Ja, ich habe früher immer gedacht vom Walfisch als Kind, aber der wird aus der Leber vom Dorsch hergestellt. Das ist Dorschleber. Klaus-Peter, wir mussten das, als die Schwedenspeise war nach dem Kriege,
mussten wir erst einen Löffel Leber dran nehmen, dann Schwedenspeise. Und mit Widerwillen habe ich das geschluckt und wir kriegten nachher, wenn ich nach Hause kam, von meiner Mutter immer noch so ein süßes Bonbon, damit der Geschmack wegging. Aber wie gesagt, mit der Einstellung jetzt kann ich da ganz gut mit leben. Also nicht, dass ich danach schon zittere, also ich da abhängig von bin, aber das ist ein Ritus. Wenn ich mittags ein bisschen was für mich mache, dann kommen erst 2 Löffel von dem Leber dran und dann nehme ich irgendwas zu mir. Das hat sich so eingebürgert und das geht gut. Aber das Zeug, was der Jörg da gekauft hat, widerwillig. So, ich bin auch wieder da. Hier stand zwischendurch ein Träger auf Frequenz. Hast du den auch gehört, Dieter? Ja, das soll gestern Morgen wohl auch das gewesen sein, wo ich da unterwegs war. Und ich habe das schon mal gehört. Ich habe nur eben erwähnt, ich werde da meine Dinge einschalten als SYSOP hier und die Bundesnetzagentur verständigen. Und da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ich sag nur, ein Mitglied bei unserem Ortsverband, Markus, dann weißt du, wer das ist. Das wird sich in Kürze erledigen und ich habe nur gewarnt davor, weil ich einen praktikablen Fall kenne aus der Vergangenheit, der hat da über 10.000 Euro für bezahlt. Also, er sei gewarnt. Ja, der Roland hatte mal geguckt, der war ja gerade auf der Autobahn, also in Höhe von Wenninghofen, da war er relativ leise und bei mir war er richtig mächtig laut. Und es war eindeutig ein Mobilsignal, du hast das Fading gehört. Ja, ganz genau, 100%. Ich habe das auch bei mir natürlich Vollanschlag hier, bei meiner Lage Vollanschlag. Aber wie gesagt, wollen wir abwarten, ich gebe da heute schon Kommando an die Bundesnetzagentur. Gut, guten Morgen dann auch, mein lieber DK8DB. Ich melde mich aber jetzt nochmal eben kurz beim Roland auf dem 2-Meter-Relais, weil da musste ich schnell weg, weil der Paul gerade am Telefon war. Dem sage ich noch eben Tschüss und dann komme ich wieder hier in 2-3 Minuten. Peter, was ist der nächste Marathon, den du läufst? 80 Meter QAV, Markus. Habe ich also auf der 3703 und 3680 niemand gehört. Mehrfach da gerufen. Auch dazwischen in den Frequenzen war niemand zu hören. Auch auf 20 Meter habe ich nur 2, 3 industrielle Stationen da gehört. Ansonsten grottenschlechte Ausbreitungsbedingungen. Wahrscheinlich ist das auch morgendlich um 7 da etwas zu früh. Und muss dann vielleicht später gehen. Gestern war ich also auch nachmittags da. Unserer Zeit noch auf 14.3, in der 14.267 in der Costa Blanca Runde. Und da waren die Signale auch zu schwach, bin also vom Böbling aus nicht darüber gekommen. Hab dann auf der 14.313 dann auch mit dem Udo gesprochen, nach einer Clubstation in Deutschland. Der tauschte da ein paar Wetterberichte auch für Mallorca aus, wo da dieser gigantische lokale Tsunami da drüber weggegangen ist mit diesem Starkregen da, schon ziemlich bestialisch gelaufen da. Und glaube ich fast 10 Tote da. Auch einige Touristen damit das Leben gekostet. Also ganz schön böse gewesen. Also mit dem habe ich mich dann noch kurz unterhalten. Das ging innerhalb von Deutschland. Auch bis nach Spanien hat es da leider nicht gereicht. Das werden dann zu anderen Zeitpunkten mal versuchen. Aber auf 80 Meter sind die Bedingungen auch extrem wechselhaft. Und dann ist es vielleicht dann morgens um 8 oder um 9 wieder etwas besser. So, ich drücke mich hier raus. Lunchtime hier. Und dann ist das erste Viertel des Tages hier erstmal leicht erfolgreich abgeschlossen. Und dann geht es ins zweite Viertel. Und freue mich schon, euch morgen hier wieder zu treffen. Euch noch einen schönen Tag und lasst euch mal was von den 2-Meter-Geräten mit der 5/8 Lambda dazukommen. Und bei dem Preis da mit 150 Watt konnte ich auch nicht Nein sagen. Und es ist eine wunderbare Bereicherung, da mit dem Gerät da mit 1,30 Meter langer Route da durch die Gegend läuft. Nee, also aber so mal über den Hügel zu kommen, ist das ganz prima. HS0ZO, tschüss nach Dortmund, Dortmund-Marten und auch nach Oslo. HS0ZO. Tschüss. Tschüss, auch Werner, 73 DK1CD. Klaus-Peter, wann ist der nächste Marathon für dich auf dem Programm?
Markus, gestern habe ich dich entschuldigt auf 80 Meter. War nur der Friedhelm drauf und der Peter. Ich habe dich aber wie gesagt entschuldigt. Ich hoffe, gestern Abend ist auch bei dir alles gut gelaufen. Ja, also bisschen Chaos, bis wir die Frequenz frei hatten. Und dann aber sehr schön gelaufen, Rundspruch war laut überall zu hören. Wir haben diese alte DEG, von dem ich die Tage erzählt hatte, DE3 Zulu India, hat sich dann auch tatsächlich gemeldet in die DEG-Runde. Das war natürlich nett. Ja, super, schön, klar. Ich habe so an dich gedacht. Peter hat ein bisschen was ausprobiert mit 2 Transceivern. Der kann sich ja immer nicht entscheiden, den einen oder den anderen. Und gestern waren gute Bedingungen. Wir waren erst direkt auf der 3750, aber da war Splitter von der Seite bei. Der Friedhelm hatte da einfach gerufen, weil er meinte, das wäre wohl unsere Frequenz. Und da hatten wir aber alle Probleme mit. Und da hat er eine freie gesucht, da waren wir auf der 58, da war es sauber. Dann konnte Peter mal 2 Transceiver ausprobieren. Wir haben also den TS50 nach wie vor immer als denjenigen da angesehen, der wohl der bessere ist. Er will ja irgendwie ein Gerät haben für sein Wohnmobil und da haben wir ihm zu dem TS50 geraten. Ach, da fällt mir ein, Heinz hier, DL9 DBC war auch noch mit dabei im QSO. Den hätte ich bald ganz vergessen, Entschuldigung. Jawohl, Delta Foxtrot 1, Delta Victor. Ja. Also wie gesagt, ich hatte gestern dann nur mit dem Manfred noch telefoniert. Das hat sich jetzt ja alles schon eingespielt. Und wer bringt was mit im Dezember? Und jetzt hatte ich ja letztes Jahr als Morse-Ton-Generator diesen netten kleinen mit dem BVB-Aufkleber, du erinnerst dich doch bestimmt. Aber der war einfach zu leise bei dem Krach in der Halle. Und ich werde jetzt einfach meinen Transceiver mitnehmen. Der macht ja ordentlich Krach, dass man so ein bisschen Morsetöne mal vorführen kann. Und ich habe ja nur dieses ganz schwere Trafo-Netzteil hier, das will ich ungern in die Halle mitnehmen. Und der Thomas hat noch so ein schönes Schaltnetzteil. Sagt er, das ist ungefähr ein Pfund schwer. Das kann man gut nehmen. Das kommt dann auf den Hocker unter den Tisch, weil wir ja ziemlich knapp Tischfläche haben. Und dann ist das alles gut. Ja, super, hört sich doch gut an. Ja, ich habe auch noch so ein kleines hier, so ein Schaltnetzteil, macht sogar 22 Ampere. Habe ich mir, weiß nicht, vor zig Jahren mal gekauft. Hatte ich auch mit immer im Urlaubsgepäck, wenn wir geflogen sind, weiß nicht, 1100 Gramm oder was das Ding wiegt. Also relativ gering im Gewicht. Hat immer gute Dienste gemacht und war auch wirklich stabil. Also ich habe da mal gemessen, es machte wirklich auch 22 Ampere und die Spannung ging nicht in die Knie. Ja, das ist schön. Ja, ich habe halt hier was wirklich gerne das ist wichtig, dass ich in diesem schönen Herbst, den wir haben, der wird auch wahrscheinlich nicht mehr allzu lange anhalten und dann geht es natürlich auch in den Frostbereich rein, dann macht das Laufen auch keinen Spaß. Ja, das ist richtig. Du, Homburg war neulich im WDR, glaube ich, habe ich es irgendwo gesehen. Da macht der Dussmann ja ein richtiges, tolles Kaufhaus da auf.
Du, ich glaube, das wertet den Vorort Hombruch mit Sicherheit auf. Da wird es auch einen Markt für geben, das haben die auch ganz klar gesagt, das wird keine Flankiermeile wie die Kö, aber vielleicht fehlt wirklich sowas in Dortmund. Das ist, glaube ich, in Dortmund das erste, Kaufhaus oder Geschäft in der Branche mit diesen exklusiven Dingen da. Ist vielleicht nicht für uns unbedingt zuständig, aber ich glaube, das wertet den Standort Hombruch sehr, sehr stark auf. Ich finde, er hat den Sohn mit eingebunden. Der Sohn steht auch, glaube ich, auf der gleichen Seite wie der Vater. Das passt wunderbar. Und wo du gerade sagst, Schiffe, ich weiß genau, wir waren ja jetzt jüngst da oben und haben uns in Papenburg die Werft da angesehen. Diese Kabinen, die sind auch von DORTMUND mit ausgerüstet. Durchfahren mit dem Fahrrad kommst du ja besser weg als mit dem Auto. Das muss ich mir mal richtig ansehen. Nicht unbedingt das Dach haben, auch wenn ich Rad fahre, aber wir können uns trotzdem da mal treffen. Zu weit. Nee. Okay, ihr beiden. Ich melde mich dann mal raus. Ich hatte gestern nur noch im Radio gehört von dem Wasserrohrbruch. Das hörte sich ja ziemlich beeindruckend an. In Deusen. Aber sonst hatte ich nichts Besonderes Dortmund-mäßig mehr hier mitgekriegt. Deusen ist das eine EU-Karte? Die U-Karte war davor. Deusen ist jetzt noch was Neues. Oder war das andere auch U-Karte? U-Karte war so ein Abwasserkanal, der da gebrochen ist. Wo die ganze Straße da abgesackt ist. Das ist in dem Gebiet, ganz in der Nähe bin ich ja geboren. Das kenne ich also sehr, sehr gut. Das ehemalige Zechengelände von Hansa. Aber wenn da in Deusen auch ein Rohrbruch war, dann kenne ich das wirklich noch nicht. Wenn es ein Wasserrohrbruch war, nicht. Dies war ein Abwasserkanal, der da wohl abgesackt ist und hat die ganze Straße da mit runtergezogen. Ja, und da waren wohl irgendwie 3 Straßen betroffen. Und da war noch gar nicht klar, was da eigentlich passiert war. Klang jedenfalls recht beeindruckend. Nee, da habe ich noch nichts von gehört. Dann war das ein zweiter Fall. Delta Mike 0 Zulu Alpha, Echo Link Dortmund. Kurz zu eure Jogging-Typen da in Deutschland. Das sind ja alles Warmduscher. Hier laufen die Jogging-Typen den ganzen Winter über in kurzen Hosen mit Blinker an die Klamotten dran und mit Schweigsschuhe. Beim stärksten Schneesturm sind die am Laufen hier abends nach Büros. Da muss man aufpassen, wenn man mit Auto fährt, dass man sich nicht umfährt. Weil die meisten auf die Straße laufen, weil die Bürgersteige voll Schnee sind. So läuft das hier. Ja, und gestern habe ich euch auch gehört. Dieter und ich habe es gut gehört, Dieter. Aber der Peter war ein bisschen verkutzelt. So, ich hau ab. Alle brav. Mike zum Peter. Ja, okay, ich will mich auch langsam rausmelden. Gut, dann hast du uns gehört. War ja einigermaßen gute Bedingungen. Kann man also nicht meckern da. Gut, dann wünsche ich allen einen schönen ausbaufähigen Donnerstag. 73 Markus, wir hören uns heute Nachmittag. Und ich will jetzt hier mein Tagwerk beginnen. 73 DK1 CD. Alles klar, tschüss zusammen, schönen Tag. Klaus-Peter, wir können eins vereinbaren. Wir fahren zusammen nach Oslo und schauen uns an, wie Jörg mit der Lampe an der Seite über die Straße mit Spikes läuft. Wäre das nicht ein Event für uns? Vielleicht ändert er noch seine Sache, aber gut, trainieren kann er schon. Wir wollen ihn ja richtig live und in Farbe erleben. Das wäre doch ein Event, also da würde ich schon nach Oslo für fahren, um den Jörg dann auf der Straße zu sehen. Ich bin auch da. Nein, das lebt hier nicht erlebt. Bleibt da lieber in der Wärme hoch. Da bin ich warm. Nein, ich komme diesen am 8. Dezember nicht. Ja. Ich will meine herzliche Kinder beobachten. Ich
komme erst Ende Mai nach Hemmerde zum